Hallo zusammen, willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Putz. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, haben wir das Schlafzimmer und das Wohnzimmer gemacht. Ich zeige euch mal das Ergebnis. Jetzt ist auch aufgeräumt, zumindest im Schlafzimmer, halbwegs. Na. Also, hier hat er mal, ja, habt ihr ja gesehen, das letzte Mal den Putz gemacht. Das ist jetzt fertig hier. Ja, sieht gut aus. Ja. Oder? Was meint ihr, ne? Das kann sich sehen lassen. Ich werde später mal ein Video machen für euch, und zwar könnt ihr dann mal sehen, wie das Haus hier ausgesehen hat, vor allen Dingen innen, als wir das gekauft haben, 2021. Dann haben wir ja mal ein bisschen hier gewohnt und haben ein bisschen was gemacht. Also hier die Fenster, das Fenster hier im Schlafzimmer haben wir reingemacht. Das ist 1,50 Meter mal 1 Meter hoch. Ne? Das gleiche haben wir hier hinten auch. Hier ist der Putz fertig schon auch. Ne? Und heute ist jetzt hier die Küche dran, fertig zu machen mit Putz. Hier hat man das so gemacht. Hier hatte ich angefangen, die Wand vorher, Stein auf Stein, dann haben sie das, ich glaube ich, mit Kalkfarbe angemalt. Bin mir nicht ganz sicher. Dann habe ich hier Putz drüber gemacht. Ne? Das ist Sand mit Kalk gemischt. 3 Teile Sand, 1 Teil Kalk, damit Wasser gemischt, dann eine Masse. Das ist dann Putz, ein Unterputz. Muss ich jetzt noch ein bisschen fertig machen, beziehungsweise ich habe überlegt, ich bin ein bisschen faul auch manchmal. Ich lasse das so und mache dann den Rest hier Putz drüber. Hier haben wir das ja schon fertig gemacht. Überall. Ja. Dann haben wir hier eine neue Spüle, die ist aus Stein. Also nicht eine Spüle, sondern eine Arbeitsplatte. Das benutzt man hier in Brasilien sehr häufig. Das ist Granitarbeitsplatte, eine Spüle. Da haben wir dann hier auch schon den Putz fertig gemacht. Hier auch. Hier wollen wir allerdings Fliesen drauf machen, ne, damit man das leichter sauber machen kann. Genauso wie an die Wand. Deswegen da noch frei.
fange jetzt an, hier diese Wand zu machen. Mit einem Putz. Wahrscheinlich 2 Schichten wieder. Eine Schicht mit der Kelle. Hier, zack, einfach draufziehen. Und die zweite Schicht dann wieder mit den Händen, aber eben Handschuhe, ne? Ich benutze jetzt hier diesen Kalk. Ich habe mir einige Videos angeschaut. Ich weiß, das ist der falsche Kalk. Eigentlich nimmt man ganz normalen Weißkalk. Aber für den Putz geht das. Hier mische ich das dann zusammen in dem Eimer. Da habe ich vorher Wasser reingetan. So 3-4 Liter ungefähr, und dann schütte ich den Kalk rein und mische das. Und wenn das so eine Masse ergibt, dann ist es fertig. Dann schmiere ich das drauf. Normalerweise nimmt man für Kalkputz eigentlich einen ganz normalen Weißkalk, der nicht gelöscht ist, ne? Und dann mischt man den zusammen und lässt ihn dann ein bisschen stehen. Ja, am besten 24 Stunden. Das ist eigentlich der richtige Prozess. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es hier so einfach so Weißkalk zu kaufen gibt. Das hier ist Kalkhydrat. Es geht auch. Es geht auch. Ne? Ja, ich mische das jetzt und dann geht's zum Endspurt. Die Wand jetzt da hinten. Ich nehme nicht so viel vor, weil ich habe es euch am letzten Video gesagt. Lieber ein bisschen weniger Fläche vornehmen, weil es verbraucht viel Zeit. Immer neu mischen zum Beispiel. Aber ich habe nur einen kleinen Eimer, den ich benutze. Trocknen lassen, zweite Schicht. Wenn man zu viele Wände anfängt, dann wird man nicht fertig, weil man unterschätzt die Zeit. Ne? Also, los geht's! So, also, ihr könnt das jetzt vielleicht sehen, jetzt habe ich, könnt ihr nicht, ne, weil ich bin dann so weit weg. Das mal abmachen hier. Habe jetzt hier die Wand fertig gemacht, das mal nur bis hierher. Und ich denke, ihr konntet schon sehen den Unterschied. Und zwar von der Zeit her, ne, ging viel schneller. Also, am Ende braucht es natürlich auch Zeit, weil du musst aus diesem Putz hier fertig machen, ne? Und dann muss der trocknen. Aber danach das Aufbringen von der zweiten Schicht, das geht natürlich deutlich einfacher. Das habe ich jetzt von hier unten bis etwa hier gemacht. Ne? Und da kann man auch sehen, dass das viel regelmäßiger ist, viel gleichmäßiger. Ne? Und hier oben, wo ich jetzt eben nicht diesen Unterputz gemacht habe, da muss man natürlich dann sehr viel Masse drauf schmieren und es wird sehr ungerade. Ne? Gut, da kommt dann jetzt am Ende noch eine zweite Schicht drauf, aber ich habe jetzt hier mal den Rest der Masse benutzt, um hier quasi so einen Ausgleich zu schaffen zwischen dieser und dieser Wand. Ne? Prinzipiell wollte ich das noch weitermachen. Das habe ich aber gelassen, um euch einfach mal den Unterschied zu zeigen. Ne? Was das für eine Ersparnis von der Zeit her ist, beziehungsweise eigentlich was es am Ende für einen Unterschied macht vom Auftragen, von der Gleichmäßigkeit her. Ne? Ich habe jetzt das erste Mal fertig gemischt. Es war leider ein bisschen zu flüssig, also ich hätte noch ein bisschen mehr Kalk reinmachen müssen, aber ist okay. Ne? Ich mische jetzt noch ein zweites Mal. Und dann werde ich erstmal eine Pause machen, warten bis es trocknet und dann nochmal mischen und eine zweite Schicht mit den Händen drüber machen. Ne? Wir haben es jetzt ungefähr hier 10 Uhr. Bei euch ist es wahrscheinlich 14 Uhr, weil wir haben ja nach Deutschland 4 Stunden Zeitunterschied. 27 Grad sind es schon. Das heißt, es wird heute nochmal schön warm. Und hier unter dem Dach, wenn da die Sonne drauf ballert,
Heute ist nämlich schön warm. Hier. Dann wird es unter dem Dach auch richtig schön gemütlich. Brutzlig warm. Ne? Genau. Genau, ich mische jetzt das zweite Mal, dann mache ich die andere Wand fertig. Könnt ihr wieder zuschauen. So, also jetzt zweites Mal gemischt. Diesmal ein bisschen mehr Kalk dran gemacht. Könnt ihr sehen, ne? Wie so ein Kuchenteig. Wie Quark. Wenn es ein bisschen dicker ist, lässt sich besser drauf schmieren. Ne? Kommt jetzt hier an diese Wand. Ne? Wird wahrscheinlich reichen bis darüber. Dann ist hier abgeschlossen der Bereich. Dann fehlt eigentlich nur noch hier unten und hier drüben. Wie gesagt, wird jetzt immer wärmer hier, ne, zum Mittag hin. Muss ich dann mal schauen und eventuell durch den Kasten vielleicht ein bisschen woanders hin machen. Mal sehen. Da kommt dann hier der Rest dann die Tage. Genau. Also, ne? Gummihandschuhe ist immer gut. Habe ich euch ja erzählt. Und dann viel Spaß. So, also fertig. Küche ist jetzt fertig, soweit mit dem Putz. Ich habe jetzt noch hier die Wand fertig gemacht. Ein Stückchen hier, ne, unter dem Fenster und die Wand hier drüben. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen fertig gemacht, aber leider nicht auf Video aufgenommen. Und zwar war der Strom weg. Ungefähr, 12 Stunden. Ja, ein bisschen mehr als 12 Stunden. Also in der Nacht hat es geregnet, ganz schön. Also es hat wirklich viel geregnet. Und in der Nacht ist dann der Strom ausgefallen. Wenn es hier viel regnet, kann es öfters mal passieren. Und weil das Wetter aber gut war, habe ich mich dann so kurzerhand dazu entschlossen, obwohl ich eigentlich gar keine Lust hatte. Ich hatte wirklich gar keine Lust, aber ich habe gedacht, ich nutze das Wetter aus, weil es nicht so warm war und mache den Rest weiter und habe dann hier eben jetzt die Wand noch fertig gemacht. Ja. Ohne Strom hatte ich natürlich hier kein Licht. Das hätte sich dann nicht gelohnt, das aufzunehmen. Es tut mir leid, aber ich wollte euch das Ergebnis nicht vorenthalten. Hier beim Kasten werde ich mir dann noch ein bisschen was einfallen lassen, aber am Ende ist die Küche jetzt fertig. Ne? Das heißt, wir haben jetzt, also fertig mit Putz, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier überall Putz dran. Hier kommen dann noch die kleinen Fliesen dran, da müssen wir noch welche finden und hier drauf auch. Spüle, das passt alles. Ja, leider zu kurz, ne? Haben wir nicht gemessen, aber muss man was besser draus machen. Werden wir hier wahrscheinlich noch was mit Bambus machen, wie ein Vorhang eventuell. Aber passt alles soweit. Na, also, sieht gut aus. Die anderen Zimmer sind auch fertig. Genau, hier schön überall der Putz. Fertig. Schlafzimmer dann auch.
Hier dann auch Schlafzimmer fertig. Hier haben wir schon ein bisschen Dekoration gemacht. Die Judy, unser Kätzchen. Genau. Und hier haben wir ja dann unser nächstes Projekt hier in die Ecke. Und bis hier rüber. Da hat man ja ein Video gemacht, wo wir Bambus geholt haben. Und diesen Bambus werden wir verwenden, um dann hier ein Regal hinzumachen. Also wir werden uns hier so eine kleine Garderobe selber machen. Ich habe dann jetzt schon Steine gekauft, da können wir die hier hochmauern. Und dazwischen kommt dann immer eine Ebene mit Bambus. Und hier in der Mitte, wo der Schreibtisch ist, geht ja der Bambus bis rüber. Und da werden wir dann von hier bis dort rüber einen Schreibtisch machen. Und hier hoch bis runter kommt dann quasi ein Regal für Kleider. Jetzt haben wir die hier in unseren Kisten. Und wir haben halt noch eine alte Tür, die wir vor, keine Ahnung, die haben wir irgendwann in Sao Paulo irgendwo gefunden. Hat man dann hier mit hergenommen, als wir vor 3 Jahren hier das erste Mal hergezogen sind. Die werden wir dann benutzen als Tür. Und dementsprechend werden wir dann das anpassen. Ne? Hier, zack. Die können wir dann als Kleiderschranktür benutzen. Und das ist dann quasi das Maß auch, was wir von der Breite her nehmen werden fürs Regal. Ja, das ist dann quasi das nächste Projekt. Ich verlinke euch das Video dann oben in der Ecke. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben mit dem Bambus, Teil 1, ne, das Schrankbauprojekt. Und sobald es dann losgeht, findet ihr dann auch dann die weiteren Videos, wie wir dann den Schrank zusammenbauen, wie wir das dann machen. Ich habe noch gar keine Idee. Das werden wir irgendwie ein bisschen machen. Ich habe es ja ein bisschen aufgezeichnet. Ganz einfach. Ja, der Schrank hier, zack, Höhe, Fläche ungefähr. Und dann machen wir das schon. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Einen Daumen. Einen Daumen. Genau, das hilft uns. Unterstützt uns. Das heißt, es hilft uns. Es hilft uns so viel, dass es uns freut, dass es euch gefällt, was wir euch zeigen. Ne? Und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt gerne was in die Kommentare rein. Was ihr gerne so mal sehen wollt. Ja, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Stadtschamane. Tschüss.